Ein weiteres Leben wurde uns genommen. Ein weiteres Transleben, Brianna Gay. Sie war erst 16 Jahre alt und wurde nun ihrer Zukunft beraubt, ihres Potenzials, ihres Lächelns. Wir sind nicht sicher in öffentlichen Räumen. Seit Jahren schon kämpfen TERFs dafür, dass wir als gefährlich dargestellt werden. Vor kurzem haben sie Mein Kampf zitiert und vergleichen, Transfrauen sind Frauen mit der großen Lüge. Aber darüber wird nicht geredet. Die Debatte des Tages ist, ob Hogwarts Legacy gekauft werden darf. Ein Spiel, welches von Antisemitismus nur so trieft und noch dazu der Königin von TERF Island, J.K. Rowling, ein Vermögen in die Taschen spielt. Und sie wird dieses Geld gegen uns verwenden. Wir sind nicht sicher im System. Überall auf der Welt werden neue Gesetze erlassen, um unser Leben schwerer oder sogar unmöglich zu machen. Allein in Amerika wurden in 2022 155 solcher Gesetze beschlossen. In 2020 waren es noch 60. Auch in Deutschland wird seit Jahren davon geredet, das verfassungswidrige Transsexuellengesetz abzuschaffen. Dieses Gesetz verlangte unter anderem von uns, dass wir uns scheiden lassen, dass wir Operationen machen müssen und heute noch, dass 2 Gutachten gemacht werden müssen, in welchem unter anderem nach unserem Masturbationsverhalten gefragt wird. Alle regierenden PolitikerInnen sagen, dass sie für ein neues Gesetz sind, doch nichts passiert. Dabei leiden wir doch schon genug. Monate oder Jahre warten wir auf unsere Arzttermine. Wir warten auf Ärztinnen, die uns misgendern und deadnamen. Auf Ärztinnen, die uns unangebrachte Fragen stellen. Aber was sollen wir dann machen? Wir werden als krank erklärt und so behandelt, weil wir so leben wollen, wie es uns am glücklichsten macht. Wir sind nicht sicher in unseren Körpern. Uns wird gesagt, das sieht man gar nicht, dass du trans bist. Als wäre es ein Kompliment. Als wäre Transsein etwas Ekliges, Hässliches. Wie soll man sich denn selbst lieben, wenn man für andere nur ein Freak oder ein Fetisch ist? Wenn die eigene Existenz die Trans-Debatte genannt wird. Wir sind keine Debatte, wir sind Menschen. Uns wird vorgeworfen, dass wir zu sensibel sind oder zu schnell aggressiv werden. Ich sitze auf meinem Sofa und will meine Sorgen nur für einen Moment vergessen. Aber die Existenz als Transmensch hört nicht am Ende des Tages auf. Ich kann es nicht ausziehen wie einen Mantel. Ich lese von Brianna. Sie lächelt mich an, doch ich fühle einen Knoten in meinem Bauch. Uns wird vorgeworfen, ihren Tod für unsere Agenda zu missbrauchen. Was denn für eine Agenda? Wir haben Angst um unser Leben. Die Polizei sagt, es wird noch ermittelt, ob es ein Hassverbrechen ist. Es kann aber kein Zufall sein, dass Brianna verbal und körperlich angegriffen wurde, weil sie trans war, bevor sie starb. Und dann können Cis-Menschen nicht mal den Respekt aufbringen, um in Artikeln ihren richtigen Namen zu verwenden. Deswegen heißt es Deadname, weil das der Name ist, der auf unseren Grabsteinen steht. So wird es auch mit Briannas Sterbeurkunde sein, denn aufgrund der Gesetze in Großbritannien kann als Minderjährige ihr Geschlecht und Name nicht anerkannt werden. Wir haben das Recht, uns sicher zu fühlen. Wir haben das Recht, unsere Identität zu leben, ohne Angst vor Hass oder Gewalt. Wir haben das Recht auf Liebe, Anerkennung und Respekt. Wir müssen uns nicht verstecken, uns nicht schämen und uns nicht rechtfertigen. Wir sind nicht allein. Wir haben eine Gemeinschaft, die uns unterstützt und uns hilft, stark zu bleiben. Also hebt eure Stimme und erzählt eure Geschichten. Cis-Menschen, setzt euch aktiv für unsere Rechte ein. Wir müssen unsere Verbündeten suchen und zusammenarbeiten. Wir dürfen uns nicht aufgeben, sondern kämpfen und uns selbst und anderen zeigen, dass wir wertvoll und wichtig sind. Brianna war eine TikTokerin. Kurz vor ihrem Tod hat sie noch ein Video hochgeladen, in welchem sie zu Kids von Current Joyce getanzt hat. In der Schule wurde sie gemobbt, dafür hatte sie aber online umso mehr Freunde.
Sie liebte Roblox und Minecraft. Sie war auch stolz darauf, trans zu sein, liebte Pink, Miniskirts und Make-up. Sie hat auch ihren Transfreunden geholfen, an Hormone zu kommen. Ich sitze auf meinem Sofa und die Gefühle kämpfen in mir. Es brodelt die Wut. Ich will schreien und ich will Rache an denen, die das alles mit zu verantworten haben. Es drückt die Angst. Auch ich wurde mit 16 in der Schule dafür gemobbt, trans zu sein. Was, wenn mir eines Tages dasselbe geschieht? Und dann kommen die Tränen, die Trauer. Ein so kurzes Leben ist für immer vorbei und es werden täglich mehr. Wir alle trauern um Brianna Gay und um alle Transmenschen, die wegen Hass und Diskriminierung ihr Leben verloren haben. Wir werden sie nicht vergessen und wir werden ihre Erinnerungen ehren und für uns eine bessere, sichere und glücklichere Welt einsetzen. Rest in Pride! Rest in Pride!